Ich verbinde mit Richard Strauss Don Juan Leidenschaft, energetische Musik, Weltschmerz, ein Wechselbad der Gefühle und Musik, die wirklich fürs Horn komponiert ist. Ich liebe einfach Don Juan im Orchester zu spielen. Also gerade als Hornistin sind das wirklich besondere Momente. Die Musik hat mich immer sofort in den Bann gezogen und ich habe immer diese Kraft gespürt, die von Don Juan ausgeht. Tatsächlich viel intensiver festgestellt habe ich das, als ich das Stück zum ersten Mal gespielt habe im Orchester. Das war in München in meiner Zeit als Akademistin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Das war eine Reiseprobe für eine Asien-Tournee. Und da gibt es wirklich nur eine Probe und dann fährt man mit dem Stück auf Tour. Und ich saß in diesem Orchester und war total überwältigt von den ganzen Klangfarben und von den Gefühlen, die diese Musik auslöst. Und ich konnte es gar nicht fassen, inmitten von so einem Orchester zu sitzen und da mitspielen zu dürfen. Und ich weiß noch genau, das war wie wenn man in so einen fahrenden Zug aufspringt, ne? Also man sitzt da und der Dirigent schlägt runter, das war damals Mariss Jansons. Und die Reise geht los und es gibt keinen Zwischenstopp, bis man angekommen ist. Es gibt einen familiären Zusammenhang zwischen Richard Strauss und meiner Familie. Die Mutter von Richard Strauss kommt aus der Pschorr-Dynastie, aus der Bierbrauerfamilie. Und ganz entfernt habe auch ich damit zu tun. Und der Vater von Richard Strauss, Franz Strauss, war natürlich ein berühmter Hornist in seiner Zeit an der Königlichen Hofkapelle in München. Für mich fügt sich einfach wahnsinnig viel zusammen, wenn ich daran denke, dass es diesen Zusammenhang gibt und dass ich jetzt als Hornistin hier bei uns im Orchester sitze und auch diese Musik spielen darf. Es gibt ein sehr berühmtes Horn-Solo. Das spielt unser Solohornist und das ist eine wahnsinnig schöne Melodie. Das ist sehr zart, das ist sehr empfindsam. Diese Musik ist natürlich hochromantisch, also das ist völlig klar, dass es um Liebe und um tiefe Gefühle geht. Auch eine gewisse Fallhöhe ist damit drin. Man hört auch ein bisschen Schmerz durch. Also ich glaube, das ist das Romantischste, was Richard Strauss so zu bieten hat. Nach und nach steigen auch andere Bläser und auch wir als andere Hornisten in die Musik ein und begleiten mit Triolen. Diese Musik wird immer größer und wilder und leidenschaftlicher und es wird lauter auch im ganzen Orchester und das ist wirklich wie so ein Sog. Also man muss immer weitergehen und es gibt überhaupt keinen Moment anzuhalten, sondern die Musik trägt einen immer weiter und es gibt überhaupt keinen Schlusspunkt, also es geht weiter, weiter, weiter. Don Juan ist für mich so besonders, weil die Tondichtung dauert insgesamt nicht besonders lang, aber in dieser relativ kurzen Zeit sind so viele verschiedene Gefühle und Ausdrucksweisen vertreten. Das wechselt sich so schnell, also inmitten von Sekunden kann es sein, dass sich quasi die ganze Gefühlswelt komplett verändert. Eine sinfonische Dichtung ist natürlich nicht so streng wie eine Sinfonie aufgebaut. Das ist in einem Fluss, also man hat nicht verschiedene Sätze, obwohl es natürlich verschiedene Themen gibt. Und das gefällt mir auch an Don Juan. Es ist halt knackig und ja, hat in kurzer Zeit viel zu bieten.
Die Textvorlage für Don Juan stammt von Nikolaus Lenau. Dort ist natürlich die Geschichte von Don Juan beschrieben. Don Juan ist natürlich ein Frauenheld, der viele Eroberungen macht. Er hat ein wildes Leben. In der Musik erkennt man, es gibt trotzdem verschiedene Seiten. Also er hat auch eine empfindsame Seite, nicht nur so eine draufgängerische. Ich habe diese Verse selber dann mal gelesen, weil mich einfach interessiert hat, wie kommt Richard Strauss auf die Idee, so eine Musik zu schreiben. Und ich muss sagen, das war so wahnsinnig lustig, diese Verse zu lesen. Man liest quasi die gleichen Textzeilen und Richard Strauss schreibt so ein unglaubliches Meisterstück über das Thema. Die Musik funktioniert in jedem Fall auch ohne den inhaltlichen Hintergrund. Also man muss nicht unbedingt wissen, was passiert, um die Musik zu verstehen oder genießen zu können. Es gibt ein unglaublich schönes Oboen-Solo. Das geht auch relativ lang. Dieses Thema ist für mich so ein Herzschmerzthema. Also was wirklich tief Empfundenes, Ehrliches, was mit Liebe zu tun hat. Und ehrlich gesagt, wenn man im Orchester sitzt, muss man eigentlich aufpassen, dass man nicht nur zuhört, sondern auch daran denkt, dass man wieder irgendwann spielen muss und die Takte zählt. Und das ist total filigran und wir spielen mit Dämpfer dann und begleiten dieses Solo. Das ist für mich mit eins der schönsten Musikthemen, die es eigentlich überhaupt so gibt. Und ich sitze da im Orchester und bin einfach nur wahnsinnig glücklich, sowas jetzt hören zu dürfen. Kann ich total bestätigen. Die Technik hat sich eventuell so ein bisschen weiterentwickelt. Also wir laufen nicht mehr blau an, wenn wir Don Juan spielen. Aber trotzdem bleibt das natürlich einfach herausfordernd. Also es gibt auch einfach sehr laute Passagen. Da helfen uns inzwischen die modernen Instrumente ein bisschen. Aber es bleibt Musik, die anspruchsvoll zu spielen ist. Das zeigt für mich, dass Richard Strauss wusste, was er tut und auch wusste, wie schwierig seine Stimmen für einzelne Musiker sind. Es ist einfach wahnsinnig clever und aufs Horn passend geschrieben. Das sind eigentlich wirklich Momente, dafür habe ich Hornspielen gelernt. Es gibt eine Stelle, da spielen wir 4 Hörner wirklich unisono eine sehr heroische Melodie. Es ist sehr laut und also mit vollem Klang gespielt. Und wir versuchen, dass es so rund wie möglich klingt, dass es auf keinen Fall forciert klingt, aber kraftvoll trotzdem. Und wenn es zu dieser Stelle kommt, also da freuen wir uns alle schon davor, die Takte, und wissen genau, jetzt geht's los. Und sowas macht einfach wahnsinnig Spaß zu spielen. Für mich zeigt das wieder eine sehr energetische und eine bestimmte Seite von Don Juan. Also alles, was davor war mit dem Herzschmerz und Empfindsamkeit, das ist in dem Moment wirklich total vergessen. Und da sieht man wieder so, da geht Don Juan voran und zeigt so einen starken Mann. Kurz vor Schluss gibt es noch mal eine große Steigerung. Wir Hörner spielen Triolen. Und da fühlt es sich wirklich an, als würden wir in einer
hochdramatischen Oper sitzen. Das Orchester ist wahnsinnig dicht komponiert. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele verschiedene Stimmen auf einmal. Da passiert einfach wirklich unglaublich viel in kurzer Zeit. Und das ist aber eine wahnsinnig leidenschaftliche Stelle, ist die große Schlusssteigerung. Ich persönlich würde jetzt, glaube ich, Don Juan nicht unbedingt begegnen wollen, aber diese Geschichte an sich finde ich total spannend und im Prinzip wie ein modernes Märchen, was einfach musikalisch vertont wird. Ohne Wertung jetzt, was Don Juan für ein Mann ist. Die Schläge, die ganz am Ende kommen, für mich ist das schon so das Herz hört auf zu schlagen. Also das ist kein Happy End, wie man das vielleicht am Anfang erwarten könnte, sondern man merkt, da gibt es schon eine andere Ebene auch mit Don Juan und ja, da hat vielleicht der Weltschmerz gewonnen.